Stell dir ein Imperium vor, das 11% der gesamten Landmasse unseres Planeten einnimmt und die Welt weigert sich bis heute, das Kolonialismus zu nennen. Wie ist das möglich? Während Großbritannien, Frankreich und Spanien Gebiete über die Ozeane hinweg unterwarfen, verschob dieses Land einfach den Zaun zum Nachbarn auf den Landweg. Lägen diese Länder hinter den Meeren, würden wir ohne Zögern von einem Imperium sprechen. Doch sie liegen direkt nebenan. Und die Welt glaubt die Story, dass es kein Kolonialismus, sondern einfach nur ein sehr großes Land sei. Gehen wir der Sache also auf den Grund. Wie hat ein klassisches Imperium gelernt, wie ein gewöhnlicher Staat auszusehen? Und warum akzeptieren wir diese Illusion immer noch? Warum glauben wir das immer noch? Wegen der geografischen Falle. Der Kolonialismus der Seeimperien ist offensichtlich. Schiffe, Ozeane, fremde Ethnien. Enorme Distanzen, klar erkennbar auf jeder Karte. Auch Österreich-Ungarn war logisch. Ein Flickenteppich mit deutlichen Nähten zwischen Völkern und Sprachen. Und Russland? In diesem Fall handelt es sich um Kolonialismus, der sich unsichtbar macht. Kolonialismus ohne Nähte. Russland erobert nicht einfach nur, es radiert Unterschiede aus. Es sagt, ihr seid nicht unterworfen, ihr seid ein Teil von uns. Jedes Festhalten an der eigenen Identität wird zur Bedrohung erklärt. Deshalb wirkt das Ganze nicht wie eine Besatzung, sondern wie die natürliche Einheit einer künstlichen Nation. Die Welt sieht zu und sagt, na ja, das ist doch ein Volk, eine innere Angelegenheit. Und genau dann arbeitet der Kolonialismus am effizientesten. Assimilation statt Identität. Das Ziel. Die Geschichte der Unterworfenen auslöschen. Sofort. Besetzte Gebiete werden direkt in die Verwaltung geschluckt. Russland erobert keine Länder. Es löscht sie von der Karte und druckt sich selbst an ihre Stelle. Heute ist das völlig absurd. Eroberung per Federstrich. Russland hat 4 Regionen der Ukraine in seine Verfassung geschrieben, die es nur teilweise kontrolliert. Ein perfider Trick, fremdes Land juristisch für eigen erklären, noch bevor man es physisch besitzt. Die Logik dahinter? Es gehört mir, weil ich es so aufgeschrieben habe. Das ist die höchste Form imperialer Dreistigkeit. Russland und davor die UdSSR erschuf eine Illusion, ein Imperium, das alle davon überzeugte, es sei gegen Imperien und Kolonien. Nach außen gab Moskau den Befreier Afrikas. Aber im Inneren? In den 70ern schickte Moskau Panzer nach Angola, um es von den Portugiesen zu befreien. Gleichzeitig sperrte es zu Hause ukrainische, georgische und kasachische Dichter ein, weil sie ihre eigene Sprache sprechen wollten. Schau dir die Republik Sacha an, Russisch, Jakutien. Von dort kommen 83% der russischen Diamanten. Da liegt so viel Gold und Metall, dass Grönland blass würde. Aber Sacha ist kein Partner, sondern ein Melkvieh. Jakutsk ist die kälteste Stadt der Welt. Die Menschen leben dort in Armut, während die Wärme ihrer Diamanten nach Moskau fließt. Klassische Ausbeutung der Peripherie, die man heute schamhaft Bundeshaushalt nennt. Warum hat die Welt geschwiegen? Weil die westliche Wissenschaft jahrzehntelang durch die russische Brille blickte. Slawistik hieß faktisch Russistik. Stimmen aus der Ukraine, dem Kaukasus oder Zentralasien galten nur als Folklore, zweitrangig. Aber es gab einen noch zynischeren Grund, die Energienadel. Jahrzehntelang waren russisches Öl und Gas der Treibstoff für den europäischen Wohlstand. Vor allem in Deutschland. Man denke nur an Gerhard Schröder, der 3 Wochen nach seiner Abwahl Aufsichtsratschef bei Gazprom wurde. Unbequeme Fragen waren schlicht zu teuer. Die Welt fürchtete das Chaos, das im Potenzial einer Atommacht liegt. Man wählte Stabilität statt Gerechtigkeit. Das Paradoxon, der Westen investierte in Russlands Stabilität. Russland investierte das Geld in die Destabilisierung des Westens. Wegsehen war politisch bequemer als die Wahrheit. Der russische Kolonialismus ist nur für die unsichtbar, die nicht hinsehen wollen. Er gibt Milliarden für seine Fassade aus.
Er sickert über Kultur, Medien und Wirtschaft in unser Leben. Er ist schwer zu bemerken, bis er mit der Waffe in der Hand in dein Haus platzt. Die Frage ist nicht, ob Russland ein Kolonialreich ist. Die Frage ist, wie lange schauen wir noch weg?